Guten Morgen. Guten Morgen, an gleicher Stelle wieder zurück wie gestern. Ja, und wir fahren jetzt heute von Esslingen bis nach Heilbronn. Es sind 85 Kilometer und es geht direkt los. Die Villa Merkel, benannt nach Oskar Merkel. Und Leute, guckt mal bitte hoch. Also das ist ja nicht mal ein richtig blitzeblauen Himmel. Ja, also es scheint so, als kriegen wir heute noch mal einen richtig schönen Tag. Vernünftigerweise sollte man hier rechts fahren über den Esslinger Bahnhof. Wir sind jetzt mal geradeaus gefahren, wohlwissentlich, dass wir einmal schieben müssen. Ja, bis hierhin war jetzt das ungefähr 1 Kilometer mit nicht gutem Radweg, viele Wurzelschäden. Also vielleicht fährt man da über den Esslinger Bahnhof, das geht auch. Ist da vielleicht ein bisschen trubeliger. Hier muss man eben einmal kurz tragen und 1 Kilometer schlechte Wegstrecke aushalten. Das ist die Traglufthalle vom Inselfreibad Stuttgart. Wir haben uns heute Morgen ein Tempolimit auferlegt. Maximal 20 km/h, dann ist der Fahrtwind nicht so kalt. Das Fahrrad hat eine gute Schlammschlacht hinter sich. Das hier ist jetzt die neue Eisenbahnbrücke über den Neckar. Die führt da hinten dann in den Berg. Ist also auch ein Teilstück oder ein Projekt von Stuttgart 21. Hier rechts liegt jetzt ein Biergarten und links das Theaterschiff Stuttgart. Wir sind hier gerade in Cannstatt. Vor uns liegt nun der Max-Eid-See. Und ein bisschen täuscht jetzt, muss man sagen, das tolle Wetter. Es ist nämlich noch richtig, richtig kalt. Aber einfach richtig toller, blitzeblauer Himmel. Und ich bin sicher, es wird heute noch warm. Hier verdiene ich mir meine ersten Sporen als Klärwerksführer. Hier fließen, glaube ich, Neckar und Rems zusammen. Vor uns liegt jetzt ein ganz tolles Stück, da kommen die Zugwiesen. Das ist praktisch Naherholungsgebiet für Vögel. Guck mal, wie schnuffig die Enten sind. In ihrem Loch.
eine halbe Stunde Pause im Warmen beendet und fahren jetzt mal weiter. Das Kamerateam steht da vorne immer noch. Hallo, kommt noch eine Kamera dazu. Uferstüble, Biergarten. Und meine Finger sind fast wieder aufgetaut. Echt? Da fährt die Anne. Mit aufgetauten Fingern. Wir haben es jetzt kurz nach 12. 46 Kilometer haben wir schon abgespult und 40 sind es noch bis Heilbronn. Wir haben gerade beschlossen, dass es heute Abend Burger gibt, wenn wir zu Hause sind. Wir werden dann zurückfahren. Ich werde mich erstmal ans Video machen. Ja, und mittlerweile ist es so warm, dass man 25 fahren kann, ohne dass die Hände groß wehtun. Prost! Besigheim, Mundelsheim liegt vor uns. Ja, also falls man das jetzt wegen den Autos nicht verstanden hat, Besigheim und Mundelsheim. Das sieht auch interessant aus. Wir sind hier noch voll im Schatten und der Hang in der Sonne. Ich möchte tauschen. Ich möchte in die Sonne. Ja, kann ich nachvollziehen. Da oben rechts liegen die Hessigheimer Felsengärten. Hallo, ja, jetzt werde ich mal von vorne gefilmt. Ja, Jetzt schon nicht mehr. aber jetzt nicht mehr. Jetzt, Bitte? jetzt wird der blitzeblaue Himmel wieder Genau. vorgezogen. Ne? Ja. Puh, jetzt habe ich Puls.
Wovon? Ja, von meiner filmerischen Leistung rückwärts gefilmt. Was wir jetzt sehr gut getestet haben, ist der Buff als Schal. Und wenn der Fahrtwind halt noch ziemlich kalt ist, dann kann man das eine Ende vom Buff hochziehen über den Kopf und hat die Ohren geschützt. Das ist wirklich Sehr angenehm. tipptopp. Können wir nur empfehlen. Für die, die die Tour mal nachfahren möchten, bei diesem Radwegschild erst unter der Führung drunter her und dann rechts, nicht hier rechts hoch. Da geht es nicht weiter. Genau, das haben wir gerade ausprobiert Ja. und sind wieder zurück. So, die letzten 21,3 Kilometer. Wow, Und dann freuen wir uns, dass wir morgen noch mal einen Tag frei haben. auf jeden Fall. Und morgen soll es regnen, also ideal, um den Film zu schneiden. Anne, fahren wir weiter? Ja, wir fahren weiter. Und ich glaube, hiernach kam das erst mit Mit Pfingsten. dem, genau das gleiche habe ich gerade auch gedacht. Gesegnete Pfingsten. Gesegnete Pfingsten, genau. Heute kriegen wir vielleicht gesegnete Ostern. Hier sind wir in Laufen am Neckar. Das ist unsere heutige Route. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer mein Komoot-Profil. Da könnt ihr mir folgen, die Tour für euch übernehmen, umplanen und danach fahren. Wir fahren jetzt gleich nach Heilbronn rein, haben ja jetzt ungefähr 80 Kilometer und ich kann euch sagen, mein Hintern schmerzt. Also öfter fragen ja mal welche, ab wann ist denn der Brooks-Sattel eingefahren? Ne? Da sagen wir dann, keine Ahnung, 200 Kilometer, 500 Kilometer. Also ich habe meinen jetzt 4000 Kilometer gefahren und irgendwann gegen Ende des Tages tut es dann dennoch weh. Ne? Das bleibt nicht aus. Genau, wobei wir haben heute natürlich auch wenig Pausen gemacht. Ne? Also, Ja. Und ganz so viel Sitzfleisch antrainiert für die Saison haben wir uns auch noch nicht.
Bevor jetzt das Finale in Heilbronn kommt, können wir uns eigentlich schon mal verabschieden. Also war eine sehr, sehr schöne Tour. Ein großes Fazit brauchen wir nicht ziehen, denn ihr habt ja alles gesehen. Und dann schnallen wir jetzt unsere Fahrräder aufs Auto und ich kann noch mal kurz erzählen, wie wir das machen, weil die Frage gestern kam. Wir nutzen den Thule Easy Fold XT2. Ganz normal befestigen wir dann das Rad unten mit den Riemen und dadurch ist das Rad ja grundsätzlich mal ganz fest. Der Greifer oben hält das Rad dann nur noch in der Senkrechten. Da die Greifer den Rahmen aber nicht ganz umschließen, nehmen wir da nochmal Spanngurte und verbinden die Greifer fest mit dem Rahmen. So kann da dann nichts mehr passieren. Die Greifer können nicht abrutschen und das Fahrrad bleibt in seiner Position. Also dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ja, bis bald. Tschüss.